Oh, hello, dear. Warum gehe ich eigentlich wieder runter? Ich muss auch hier... Aber jetzt, wo wir schon da sind, können wir wieder fragen, ne? Hallo, ja, ja. Oh. Huch. Mind if we talk for a bit, Grandpa? Not at So. I found a locked briefcase in the attic. Do you know anything about it? Oh, that old thing? Joseph said there were just some old boring Air Force papers in there. If that was the case, why use an intricate combination lock? That's a very good question, dear. In any case, I wouldn't know how to open it. Das haben wir auch irgendwie klar. See you later, Grams. Take care, dear. Ich war in Berlin in einem Süßigkeitenladen, wo es Süßigkeiten aus der ganzen Welt gibt. Und ich habe mir blaue Fanta gekauft. Was? Wie ekelhaft ist das denn? Blaue Fanta? Das Einzige, was blau sein sollte, sind Gummitierchen und eventuell Kaubonbons. Aber blau ist so... Weil blau ist so unnatürlich in der Natur. Und deshalb kommt es dann irgendwie so komisch vor, blaue Sachen zu trinken. Oder zu essen. Und nach was schmeckt die blaue Fanta? Weil ich kann mir vorstellen, dass es nach Orange noch immer schmeckt. Oder? Lass mal anmachen. Wir müssen ja Geldverschwendung machen. So, Papier. Just some old bills. Nothing interesting. Wahrscheinlich die Stromrechnung, dass man die Lampe so lange anlässt. Nothing. Auf der anderen Seite... Empty. Schlauere Löser sich genau davor stellt. Da muss man eine Animation weniger machen. So, ein Buch. Mathematik. An old typewriter covered in cobwebs. So, können wir es wegmachen? It looks like someone was doing geometry. I can't make much sense of it. Warum ist hier oben Geometrie und Mathebuch? Was wurde denn hier oben gemacht? Eine Kaffeetasse? Yeah. I'm good, thanks. Wer weiß, wie lange die schon hier oben steht. Various books and office supplies. Nothing in particular catches the eye. Okay. Schreibmaschine, Diagramm, Regal, Kaffeetasse, Glühbirne, Lichtschalter, Teddybär. Mr. Bear! How did you get all the way up there? Good idea. You just keep watch. I'll do the searching. Weil vor wen denn bitte schon Schmiere stehen? Gibt doch niemanden, ne? Okay. Oh, nicht lesen, bitte nicht. Unendliche Zahl. Nein. Gelbes Lesezeichen, blaues Lesezeichen, rotes Lesezeichen. Ja, aber rot. Pi. Warum gibt es denn so viele... Warum wurden denn... Ich weiß früher, dass man gar nicht so viele macht, aber ich weiß nicht, wie viele Zahlen hier stehen, weil früher konnte man natürlich Pi nicht heute kann man ja Pi auf Milliarden von Stellen zurückrechnen. Aber ich weiß nicht, wie viele das hier sind, ob das schon früher ging. Ob man Pi schon früher so weit rechnen konnte, weiß ich auch nicht. Na gut. So, Fibonacci-Zahlen. Oh, das ist alles... Wie ich das mal alles durchlese. Und jetzt soll ich aber wahrscheinlich bitte nicht den Code da raussuchen. So, ich würde sagen, das war Let's Test Kathy Rain. Hier war es das erstmal, denn ich möchte jetzt nicht das Mathebuch durchsuchen nach den Aktenkoffercode. A worn office chair on wheels. I'm feeling a sudden urge to do a race. Aber vielleicht wird jemand von euch da schlau, was wir da machen müssen. Und ich habe mir meine Erdbeer-Marshmallow-Creme gekauft. Wie, die schmiert man sich auf die Haut oder was? Ja, das ging. Es hat halt nur sehr lange gedauert. Gut, okay. Gut, hast du auch wieder recht. Und ein Videospielmuseum. Oh, da will ich auch mal rein. In ein Videospielemuseum. Wobei Museen sind ja allgemein so schon sehr schön. Polizeibericht von Opa. Können wir einfach mit dem Elektroschocker aufmachen irgendwie hier? Bestimmt. Oder abfackeln einfach.
I don't want to zum zap Essen. that. Ach, zum Essen. My trusty zipper. Nein. Okay, vielleicht können wir einfach das Mathebuch kombinieren mit dem Schloss. Nee, das geht halt nicht. Können wir dem Cover eine Packung Zigaretten anbieten und dann, okay. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zahlen. Huch. Wir haben 6 Zahlen und die haben die Zahl Pi, die Fibonacci-Zahlen und die Primzahlen. Und bei den Primzahlen sind die Primzahlen markiert bis 64. Zwei, drei, 5, 7. 3, 1, 4, 1, 5, 9. Aber die 3 ist ja 3, 1. Aber die 1 ist ja gar nicht mehr dabei. Die 4 auch nicht. Und die 9 auch nicht. Eins, 1, 2, 3. Sind die Fibonacci-Zahlen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Bitte geh auf. Bitte geh auf. Yeah, that would have been too easy. I doubt the book alone is enough to solve this. Okay. A leather briefcase, sealed. Okay. Was hat sie gesagt? Yeah, that would have been too easy. I doubt the book alone Dass is das enough to Buch solve this. alleine ausreicht. Okay, also brauchen wir vielleicht noch was anderes. Mit Tabasco. Also Jellybeans können schon sehr lecker sein, aber manche sind auch einfach so widerlich. Zum Beispiel hasse ich auch diese Butter-Popcorn-Jellybeans. Die sind so widerlich. Es schmeckt wie Erdbeer-Marshmallow, aber kann es sich aufs Brot schmieren. Was es heutzutage nicht alles gibt. Na gut, vielleicht ist unsere Oma zufällig ein Mathe-Genie und kann uns das hello, dear. im Nu lösen. I found this book in the attic. Recognize it? Oh, yes. I bought it for Joseph's birthday once. He was always fascinated by numbers. He believed that math could explain everything in this world. He was a man of science. There's no denying that. Na gut. Bye, Grandma. I'll be back later. So long. Ich will jetzt noch eine andere Möglichkeit. Können wir einfach die Oma nach dem Code fragen? Nee, die weiß von dem Koffer nicht. Also, die weiß von dem Koffer, aber sie weiß nicht, sie wusste noch nicht mal, dass da ein Code dran ist. So. Ja. 1, 2, 3, 4. Das war falsch. 1, 2, 3. 8, 3, 5, 2. Hi, this is Eileen speaking. Hey, it's me, Kat. Oh, hi, what's up? Pass mal auf, du bist auch so schlau, oder? I've got this briefcase with a combination lock here. Yeah, so? Well, you're a geek. You must know some way to crack the code, right? You watch too many movies, Kathy. Come on, help me out. How many digits? 6. That'll be too hard to brute force. Maybe whoever set the code left some kind of reminder around? Most people are careless about that sort of thing. I looked, but couldn't find anything too obvious. Then I'm out of ideas. Toll, dankeschön. Okay, gotta go. Talk to you later. Bye, Kathy. Okay. Und den Koffer mit der Axt aus der Polizeiwache aufbrechen. Ich glaube nicht, dass sie eine Axt haben. Die sieht sehr verdächtig aus, die Stelle.
Ich denke, wenn wir die Tapete abreißen, dann erscheint dann der Code. Der 6-stellige Code. Ja, was machen wir denn jetzt mit dem Code? Vielleicht hier irgendwas versteckt? Das sind ja auch hier keine, nicht nur Primzahlen. Das sind ja gar keine Primzahlen. Das sind auch keine Primzahlen. Ich glaube, die 7 ist eine Primzahl. Oder? Ja, die 7 ist eine Primzahl. Also ich würde jetzt als Überbrückung... Moment, ich muss ganz kurz mal hier mein Handy aufladen. Ich will mal wissen, wer da anruft. Bis gleich, Moment. Solange können wir mal über die Pi-Zahl, über die Fibonacci-Zahlen und über die Primzahl nachdenken, was all diese Zahlen gemeinsam haben, und zwar auf 6 Stellen. Und dann sage ich bis gleich. Moment. So, okay, da bin ich wieder. Hat ein bisschen länger gedauert. Und, ich muss noch mal ganz kurz was machen. Moment. Bevor wir weitergehen. Das geht alles nicht. Moment. Das muss ganz kurz gemacht werden. Mache ich denn das am besten? Mache ich das hier? So. Alarm. Mache ich mal um. Wie spät haben wir es jetzt? Es ist jetzt um 22 Uhr, also um 23. Okay, also um 23 Uhr machen wir eine kurze Pause, weil ich da nämlich was machen muss. Ganz kurz was gucken muss. Und dann können wir weitermachen. Was ist das für ein Tag? Nee, ich will November. Heute ist der 5. Data and Time Error. Alter, ich will um... Das soll nicht wahr sein. Hier, dann lege ich halt einen neuen Alarm an um 23 Uhr. 50. So. Okay. Gut, jetzt können wir weitermachen, ne? Müsste funktionieren. Checker Khan! Ey, oder Killer Khan! Oder Daniel. Ich hab den Namen vergessen. Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Was machst du so? Was weißt du über die Fibonacci-Zahlen und Primzahlen? Was haben die alle gemeinsam? Oder die Pi-Zahl, eins von beiden. Ja, was machen wir denn da jetzt? Unsere Freundin hat auch nichts gemacht. Ach, und Bellatrix, wenn du dich das nicht mehr hören solltest, ich wünsche dir einen schönen Abend. Und, ist ja ganz schön blöd. Mein Internet will gerade nicht. Ich glaube, ich komme später wieder. Und Andi, Mensch, wie geht's dir denn auch so? Various books and office supplies. Nothing in particular catches the eye. Tja. Haben wir noch was anderes? Erdgeschoss, Setti, Lichtschalter, Glühbirne, Regal, Diagramm, Kaffee, Schreibmaschine, Schublade, Bürostuhl. Haben alles angeschaut. Schreibmaschine. An old typewriter covered in cobwebs. Na gut. Hallo. Vorfall, Aktenkoffer. What really happened to you that night, Grandpa? There has to be some way of figuring out the code. I'm sure both the math book and the first message on the tape have something to do with it.
Ach, na klar. Ich habe immer wieder dran gedacht, aber schon vergessen, ne? Moment. Note to self. Remember the perfect bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow tulips. 3 rote. Warte nochmal ganz kurz. Note to self. Remember the perfect bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow tulips. Okay. 3 rote, 1 blaue, 2 gelbe. Drei rote. Ein gelbes. Das sind, also die ersten Zahlen sind einstellig. Okay, Moment. 3 rote, 2, 3, 5. 2, 3, 5. Was war gerade als nächstes? Blau oder gelb? Ich glaube, blau. Ein blaues war das, glaube ich. Note to self. Remember the perfect bouquet consists of 3 red roses, a blue violet. Okay. Ein blaues, also 1. Und jetzt noch 2 gelbe. 3-1 oder 1-4? Machen wir 3-1. Yes! Ja! Oh, Gott sei Dank. A thick yellow envelope. Okay, sonst war nichts hier. Schade. Ich bin tot, 4 Stunden Autobahn gefahren und es hat gegossen wie blöd. Oh, also mal das Blödeste, wenn es stark ging auf der Autobahn. Ich habe es einmal miterlebt, so ein richtiger Starkregen bei Erfurt. Da hat man wirklich nichts mehr gesehen. Man konnte sich nur noch an den 2 roten Scheinwerferleuchten, ne, also hinten, ne, an einem LKW orientieren, wenn man 3 Meter vor ihm gefahren ist. Da hat man sie noch gerade so gesehen. Das war echt der Hammer. Also hat es gegossen wie sonst was. So, okay. Schauen wir uns mal an. Der Umschlag. It's the envelope I found in the briefcase. Let's see what's in here. There were 2 pictures, a newspaper clipping, a key, and a tape inside. Wir schauen uns erstmal das an, was wir uns nicht anhören können. Überbelichtetes Bild. Looks overexposed. I can't make much out. I think I see trees in the background, but most of the picture is just bright white. iPhone Junkie. Immer bei Erfurt. Aber ich muss sagen, bei Erfurt ist eine sehr schöne Stadt. Ich wünsche dir erstmal einen wunderschönen guten Abend und frage dich auch wie alle anderen. Wie geht es dir? Und hier obligatorischer Gruß. Ich war zum ersten Mal in Leipzig. Oh, wie war's denn? Ich glaube, ich war auch nur einmal in Leipzig oder so. Ist so, hab meine Schwester in Erfurt abgeholt und hat gegossen wie sonst was. Also wenn es hier regnet, dann regnet es richtig. Ach so, iPhone Junkie bin ich. Das wollte ich gerade schon sagen. Ich wollte schon sagen, das ist ein Zufall, Mensch. iPhone Junkie, Killer Khan ist auch in Erfurt. Ich bin der Einzige in Erfurt. Ich bin schon in Erfurt leben, dieser wunderschönen Stadt. Grandpa in uniform with 2 other men. Something is handwritten on the back. Flight training. McConnell Air Force Base, 1941. Tragic drowning in Conwell Springs. In early morning on Sunday the 14th, a teenage girl found dead near Conwell Lake. The
The girl is survived by her mother, father, and younger brother. The funeral service will be held at Conwell Cemetery on the 21st of July. The notice is dated July 15th, 1975. Tragic story. I wonder why Grandpa saved this. Ertrunkenes Mädchen. Und wann war das? Tragic drowning. In early morning on Sunday the 14th, a teenage girl found. The girl is survived by her mother. The notice is dated 1975. Wir haben, glaube ich, jetzt 1981, ne? Soweit ich das... Nee, 1981 ist er, glaube ich, gestorben. Tragic. The notice is dated... Ach, nicht das, das hier. Ja, 1981 wurde das, ist das im Wald passiert, was wir jetzt aufklären, was da passiert ist. Aber welches Jahr haben wir jetzt? Kirchenbroschüre? Naja. Ein kleiner Schlüssel. It's a small key, fairly modern design. No identifying tag, unfortunately. I wonder what this unlocks. Na gut, ich würde sagen, wir hauen mal die Kassette raus und nehmen die hier rein. Und hören sie uns mal an. Nein, da. So, zurückspulen und starten.